Na, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Emilia und heute haben wir ein Thema, das wirklich viele von euch kennen. Ihr lernt Deutsch, ihr versteht Podcasts, ihr lest Texte, aber dann kommt der Moment, in dem ihr sprechen sollt. Und plötzlich ist alles weg. Das Herz klopft, der Kopf wird leer und ihr denkt, warum kann ich das nicht einfach sagen? Heute reden wir genau darüber. Los geht's. Ja, hallo zusammen. Ich bin Henry. Und Emilia, ich muss sagen, du hast das perfekt beschrieben. Dieses Gefühl kenne ich auch. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Sprachkurs. Ich habe alles gut verstanden. Die Lehrerin hat gesprochen. Ich habe alles gehört und gedacht, ja, ich verstehe das. Aber dann hat sie mich direkt angesprochen und gefragt, Henry, was hast du heute gemacht? Und ich? Stille. Komplett leer im Kopf. Das passiert so vielen Menschen. Und weißt du was? Es gibt sogar einen Namen dafür. Auf Englisch sagt man Speaking Anxiety, also Angst vor dem Sprechen. Aber auf Deutsch können wir einfach sagen Sprechangst oder auch Sprechhemmung. Das bedeutet, man weiß die Antwort, man kennt die Wörter, aber im Moment des Sprechens blockiert etwas im Gehirn. Genau. Und ich finde es wichtig zu verstehen, warum das passiert. Denn wenn man den Grund kennt, kann man auch leichter damit umgehen. Also, Emilia, warum passiert das eigentlich? Warum ist Verstehen so viel einfacher als Sprechen? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir eine Sprache lernen, entwickeln wir zuerst das Verstehen. Das nennt man rezeptive Sprachkompetenz. Wir hören viel, wir lesen viel und unser Gehirn speichert diese Informationen. Aber aktives Sprechen, also produktive Sprachkompetenz, das ist ein anderer Prozess. Da muss das Gehirn gleichzeitig viele Dinge machen, die richtigen Wörter finden, die Grammatik kontrollieren, die Aussprache beachten und gleichzeitig auch noch auf die andere Person reagieren. Oh ja, das stimmt. Es ist wie, stell dir vor, du lernst Autofahren. Du weißt theoretisch, wie man Gas gibt, bremst und lenkt. Aber wenn du das erste Mal wirklich fährst, ist es total überwältigend. Alles passiert gleichzeitig. Perfektes Beispiel. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Faktor dazu, die Angst vor Fehlern. Viele Deutschlernende denken, wenn ich einen Fehler mache, lachen die anderen über mich. Oder wenn meine Grammatik nicht perfekt ist, soll ich lieber nichts sagen. Kennen das vielleicht auch einige von euch? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir sind wirklich neugierig. Ich zum Beispiel hatte früher genau dieses Problem. Ich wollte immer alles perfekt sagen, bevor ich den Mund aufgemacht habe. Und das Ergebnis? Ich habe fast gar nichts gesagt. Denn den perfekten Satz gibt es selten. Meistens denkt man noch nach und der Moment ist schon vorbei. Und weißt du, was lustig ist? Muttersprachler machen auch Fehler. Deutsche Muttersprachler sagen manchmal mir statt mich oder sie benutzen den falschen Artikel. Das passiert einfach. Sprache ist kein Test, Sprache ist Kommunikation. Das ist ein so wichtiger Punkt. Aber trotzdem, wie kann man diese Angst überwinden? Was hilft wirklich? Also der erste Schritt ist eigentlich ganz einfach. Akzeptiere, dass du Fehler machen wirst. Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind ein Zeichen, dass du aktiv lernst. Jeder Fehler zeigt, dass du es versuchst. Und genau das ist der wichtigste Schritt. Ja, das klingt leichter gesagt als getan. Aber ich habe eine Methode gefunden, die mir wirklich geholfen hat. Ich nenne es das Genug-Prinzip. Ich sage mir, mein Deutsch muss nicht perfekt sein. Es muss nur gut genug sein, damit die andere Person mich versteht. Das hat meinen Kopf wirklich befreit. Das Genug-Prinzip, das gefällt mir. Und dazu kommt noch etwas sehr Wichtiges. Man muss üben, unter Druck zu sprechen. Also nicht nur still für sich wiederholen, sondern wirklich mit anderen Menschen reden. Das kann unangenehm sein am Anfang. Aber das Gehirn lernt nur so, schnell zu reagieren. Stimmt. Und dafür muss es nicht immer ein Muttersprachler sein. Man kann mit anderen Lernenden üben, mit Freunden, in einer Lerngruppe oder sogar laut mit sich selbst sprechen. Klingt komisch, hilft aber wirklich. Oh ja, ich spreche manchmal alleine in meinem Zimmer. Ich beschreibe, was ich gerade mache, auf Deutsch. Ich öffne das Fenster, die Sonne scheint heute, ich trinke meinen Kaffee. Das klingt vielleicht seltsam, aber das Gehirn übt damit, Sprache spontan zu produzieren. Das mache ich auch. Besonders beim Kochen. Ich schneide die Zwiebeln. Oh, meine Augen brennen. Emilia, jetzt mal ehrlich. Hast du eine Situation erlebt, in der du auf Deutsch sprechen musstest und es wirklich schwierig war? Oh ja, absolut. Ich erinnere mich an eine Situation in einem deutschen Supermarkt. Ich wollte die Kassiererin fragen, ob sie eine Tüte hat. Auf Deutsch heißt das: Haben Sie eine Tüte? Ich wusste den Satz. Ich hatte ihn gelernt.
Aber als ich an der Kasse stand, habe ich plötzlich Tüte vergessen. Komplett. Ich habe dann einfach auf meinen Rucksack gezeigt und gesagt, für die Sachen. Die Kassiererin hat mich verstanden und gelacht. Freundlich, nicht böse. Und ich habe Tüte nie wieder vergessen. Hahaha, das ist wunderbar. Und siehst du, sie hat dich verstanden. Das ist Kommunikation. Du hast ein Problem gehabt, du hast eine Lösung gefunden und die andere Person hat reagiert. Perfekte Grammatik wäre schön gewesen, aber sie war nicht nötig. Genau. Und das zeigt noch einen wichtigen Punkt. Kontext und Körpersprache helfen sehr viel. Wenn du ein Wort vergisst, kannst du zeigen, beschreiben oder einfach fragen, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist kein Versagen, das ist kluge Kommunikation. Wir sollten auch über etwas anderes sprechen, über den Unterschied zwischen Lesen, Hören und Sprechen. Emilia, viele Deutschlernende verstehen unseren Podcast sehr gut. Aber wenn sie dann Deutsch sprechen sollen, fühlt es sich komplett anders an. Warum ist das so? Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Also beim Hören hast du Zeit. Du kannst Wörter wiederholen, zurückspulen, nachdenken. Beim Sprechen hast du diese Zeit nicht. Alles passiert in Echtzeit. Du musst sofort reagieren. Das ist wie der Unterschied zwischen einem schriftlichen Examen und einer mündlichen Prüfung. Viele Menschen performen beim Schreiben viel besser, weil sie mehr Zeit zum Denken haben. Und das Gehirn braucht einfach Zeit, um neue Sprachgewohnheiten zu entwickeln. Das nennt man auch Automatisierung. Wenn du eine Sprache lange genug übst, werden bestimmte Strukturen automatisch. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, sie kommen einfach raus. Richtig. Und deshalb ist regelmäßiges Sprechen so wichtig. Nicht einmal pro Woche für 1 Stunde, sondern lieber täglich, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Das Gehirn braucht Wiederholung, um Automatismen zu entwickeln. 5 Minuten täglich klingt sehr machbar, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Übt ihr täglich Deutsch? Und wenn ja, wie? Ja, das interessiert uns wirklich. Und jetzt möchte ich noch über ein Phänomen sprechen, das viele Lernende erleben. Das sogenannte Plateau. Das ist der Moment, wo man das Gefühl hat, nicht mehr besser zu werden. Man lernt, man übt, aber gefühlt passiert nichts mehr. Kennt ihr das? Oh ja, das kenne ich sehr gut. Ich war mal auf einem solchen Plateau, ungefähr 6 Monate. Ich habe weiter Podcasts gehört, Videos geschaut, aber ich hatte das Gefühl, mein Sprechen verbessert sich nicht. Und weißt du, was mir dann geholfen hat? Was? Ich habe angefangen, aktiv mit Muttersprachlern zu sprechen. Nicht in Kursen, nicht in Lerngruppen, sondern in echten Alltagssituationen. Ich bin zum Beispiel in ein Café gegangen und habe auf Deutsch bestellt und danach mit dem Barista ein bisschen geplaudert. Über das Wetter, über den Kaffee, ganz normale Dinge. Und plötzlich hat sich mein Deutsch viel schneller verbessert. Das glaube ich sofort, weil du in diesen Momenten wirklich unter Druck stehst. Aber auf eine gute Art. Du musst reagieren, du musst nachdenken, du musst die Sprache wirklich benutzen. Das Gehirn lernt am besten, wenn es gefordert wird. Und noch ein kleiner Tipp. Macht euch keine Sorgen über den Akzent. Viele Lernende schämen sich für ihren Akzent auf Deutsch. Aber ein Akzent zeigt doch, wer du bist. Er ist Teil deiner Identität. Muttersprachler finden Akzente meistens interessant, nicht störend. Absolut. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, diese Person hat mit Akzent gesprochen, deshalb habe ich sie nicht verstanden. Was wirklich wichtig ist: Klarheit, Rhythmus und genug Mut, den Mund aufzumachen. Und jetzt möchte ich euch alle direkt fragen, was ist euer größtes Problem beim Deutschsprechen? Ist es das Vokabular, die Grammatik, die Aussprache oder einfach die Nervosität? Schreibt es in die Kommentare, wir lesen wirklich alles und freuen uns über jeden Kommentar. Ja, und wer weiß, vielleicht machen wir eine ganze Episode zu einem Thema, das ihr uns vorschlagt. Also teilt eure Erfahrungen mit uns. Ihr seid nicht allein mit dieser Herausforderung, wirklich nicht. Genau. Deutschlernen ist ein Prozess. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und der wichtigste Schritt ist immer der erste. Oder, in unserem Fall, das erste Wort, das du laut sagst, auch wenn es nicht perfekt ist. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Episode. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Das bedeutet uns wirklich viel. Wenn euch diese Episode geholfen hat, dann lasst uns das wissen. Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und teilt Dankecast Deutsch mit jemandem, der auch Deutsch lernt. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bis dahin, bleibt mutig, sprecht weiter Deutsch und denkt daran, jeder Fehler bringt euch einen Schritt weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss und bis bald, ihr Lieben.